Konservierende Bodenbearbeitung bedeutet, dass man die Bodenbearbeitung nicht zur Gänze reduziert, wie das zum Beispiel im No-Till-Bereich ist, sondern dass man einfach die Bodenbearbeitung stark reduziert, sowohl in der Intensität wie auch in der Tiefe, aber auch das Gesamtsystem versucht zu verbessern, indem man die Fruchtfolge weitermacht und intensiver auf Zwischenfrüchte setzt. Dieses System der konservierenden Bodenbearbeitung verglichen mit einem Standardsystem hier in Österreich mit intensiver Bodenbearbeitung, enger Fruchtfolge und wenig Zwischenfrucht. Das wurde auf einem schweren, tonreichen Boden über 7 Jahre lang verglichen und man hat sich angeschaut, wie verändern sich die Erträge, wie schaut die Bodengesundheit aus und was hat das für rechnerische Auswirkungen auf die Treibhausgase. Die Ergebnisse siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Man hat einen Langzeitversuch an der Universität für Bodenkultur gemacht und eine Zusammenfassung dieses Langzeitversuchs wurde im aktuellen Pflanzenarzt oder im Pflanzenarzt aus der Ausgabe 8 aus 2025 publiziert, geschrieben von Dr. Christoph Rosinger und Professor Dr. Hans-Peter Kaul. Die Studie, die man da durchgeführt hat von der POKU, der Universität für Bodenkultur in Wien, nämlich eigentlich wurde die dann im Institut Tulln durchgeführt, das war ein Langzeitversuch von 2015 bis 2022, wo man sich eben die beiden Systeme genau angesehen hat. Konservierende Bodenbearbeitung einmal, das heißt minimale, seichte Bodenbearbeitung, seichter grober Strich, eine breite Fruchtfolge und der intensive Einsatz von Zwischenfrüchten und Untersaaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Standardsystem, wenn man so will, die Standardherangehensweise, intensive, tiefe Bodenbearbeitung mit Gruber, eine enge Fruchtfolge und wenig Einsatz von Zwischenfrüchten. Die Fruchtfolge in diesem Standardsystem war Zuckerrüben, Weizen, Mais. Weizen und die Fruchtfolge im konservierenden System war eine vielfältige und die muss ich jetzt ablesen, nämlich Zuckerrübe, Weizen, Körnermais, Sojabohne, Winterweizen, Sonnenblume, Ackerbohne, Weizen. Das heißt, man sieht eine vielgliedrige Fruchtfolge mit Leguminosen integriert, verschiedenen Pflanzenarten aus verschiedenen Familien, auch dazwischen intensiver Einsatz von Zwischenfrüchten und eben in Kombination mit weniger Bodenbearbeitung auf ein Minimum reduziert. Die Düngung und der Pflanzenschutz wurde im Wesentlichen ident gemacht, natürlich im Sinne der gesetzlichen Richtlinien. Da gibt es natürlich dann in der konservierenden Variante mit dem Einsatz von Leguminosen teilweise andere Maßnahmen. Man hat Kalksalpeter und Kalkammonsalpeter und Harnstoffbestreuer, das heißt im Rahmen der gesetzlichen Maßnahmen, aber im Wesentlichen identisch. Pflanzenschutz war identisch. Die Ergebnisse sind einerseits in der Perspektive der Erträge, man hat sich die Erträge der klassischen Kulturen, die in dem Standardsystem, also Weizen, Zuckerrübe, Körnermais, angesehen und verglichen. Und das Ergebnis war, dass über die Jahre hinweg im Schnitt aller Jahre kein signifikanter Unterschied der beiden Systeme war. Im Gegenteil, in den Dürrejahren, wenn man es also auf die einzelnen Jahre ansieht und auf die einzelnen Kulturen sich ansieht, in den Dürrejahren 2017 und 2018 hatten die Zuckerrüben sogar signifikant höhere Erträge im System der konservierenden Bodenbearbeitung im Vergleich zu Standardsystem. Warum? Weil die konservierende Bodenbearbeitung und der Einsatz der Zwischenfrüchte, der Untersaaten, die weite Fruchtfolge natürlich letztlich zu einem besseren Bodengefüge führt, zu mehr Porenvolumen und damit auch zu einer höheren Wasserspeicherfähigkeit, in Summe eben zu dieser Resilienz, zu dieser höheren Stresstoleranz. Das heißt, die Erträge gleich in Stresssituationen eine Spur besser. Bei der Bodengesundheit, da hat man einen Index angewandt, der sich ergeben hat aus bodenphysikalischen Parametern, das heißt die Aggregatstabilität, die Poren zum Beispiel, der hat aus bodenbiologischen Parametern die mikrobielle Aktivität, die enzymatische Aktivität und chemischen Parametern, zum Beispiel die Nährstoffverfügbarkeit aus den verschiedenen Fraktionen. Aus diesen verschiedensten Parametern hat man einen Bodengesundheitsindex hergeleitet und sich angeschaut, okay, im Jahr 2022, nach 7 Jahren dieser beiden Systeme auf diesem schweren, tonreichen Boden in Tulln, wie hat sich das verändert? Und ein schwerer, tonreicher Boden, das weißt du, wenn du sowas bearbeitest, der ist sehr träge in der Entwicklung, in Managementänderungen. Trotz alledem hat sich da eine positive Veränderung des Bodengesundheitsindex von 7% ergeben. Das heißt, diese Summe der Parameter hat sich verbessert um 7%, obwohl der Boden schwer ist, obwohl der Boden langsam auf Managementveränderungen reagiert. Und insbesondere was den Stickstoff betrifft, hat man gesehen, dass im konservierenden System ein höherer nachlieferbarer Stickstoffpool vorhanden ist. Sowohl leicht verfügbar wie auch mikrobiell gebundener Stickstoff.
Und auch das ist interessant, weil das deckt sich mit den Ergebnissen aus einem anderen Paper, aus einer anderen Veröffentlichung aus 2025, ganz frisch, auch von der Universität für Bodenkultur, wo unter anderem der bekannte Gernot Bodner von Verein Bodenleben, gibt es einige gute YouTube-Videos von ihm, mitgewirkt hat. Da geht es um dieses Bodenpionierprojekt. Man hat sich da angeschaut auf 21 verschiedenen Standorten, wie sich verschiedene Bodenparameter verändern, wenn man auch hier konservierende Bodenbearbeitung durchführt. Das heißt, diese Bodenpioniere haben mindestens 7 Jahre, manche sogar schon 25 Jahre lang konservierende Bodenbearbeitung ausgeübt in dieser Studie. Das heißt, weniger Bodenbearbeitung, teilweise gar keine Bodenbearbeitung, intensive artenreiche Zwischenfruchtmischungen etc. Und dann hat man eben verglichen das mit Standardbetrieben, die das Standardsystem fahren, und zum Abgleich, sozusagen als neutralen Abgleich, den Feldreihen, wo also nichts passiert, wo maximal wilde Gräser und so weiter wachsen, also am Feldreihen. Und das Ergebnis auch hier, ohne jetzt ins Detail zu dieser Studie zu gehen, auch die wäre sehr interessant. Nur um das zu unterstreichen, auch hier hat man gesehen, dass im System dieser konservierenden Bodenbearbeitung, im System dieser Bodenpioniere, der nachlieferbare Stickstoff, die Fraktion des nachlieferbaren Stickstoffs signifikant höher im konservierenden System, nämlich um 16% war als im Standardsystem. Das heißt, das deckt sich. Die Bodengesundheit, die Nährstoffpools, die werden in so einem konservierenden System auch besser konserviert, können natürlich dann auch pflanzenverfügbarer sein. In Summe ist der Boden gesünder und hat auch also ein höheres Nährstoffpotenzial wie in einem Standardsystem mit mehr Bodenbearbeitung. Übrigens, einer dieser Bodenpioniere, der in dieser Studie teilgenommen hat, war auch ein lieber Gast von mir, nämlich der Franz Winkelhofer. Auch von dem gibt's Videos und Vorträge. Ein wahrer Pionier. Nicht umsonst ist er bei diesen Bodenpionieren dabei. Noch ein paar andere bekannte Betriebe. Gut, das waren jetzt das Ergebnis der Erträge, das Ergebnis der Bodengesundheit, alles zugunsten, würde ich mal sagen, der konservierenden Bodenbearbeitung, und auch die berechneten Treibhausgasemissionen sind die Hälfte von denen der Standardvariante in der konservierenden Bodenbearbeitung. Ich sage berechnete Treibhausgasemissionen, ich bin da immer sehr, sehr skeptisch, was diese berechneten Treibhausgase betrifft, aber egal, als Parameter, als berechneter Wert haben sie doch auch eine Berechtigung. Und wenn dieser Unterschied so hoch ist, nämlich die Hälfte an Treibhausgasemissionen in der konservierenden Variante gegenüber zur Standardvariante, dann zeigt das ganz klar, dass da weniger Treibhausgase emittiert werden. Und warum? Hauptsächlich wegen der fehlenden Bodenbearbeitung, aber auch wegen Einsparungen in der Düngung. Aber das bedeutet natürlich auch, dass das eine kosteneffizientere, kostengünstigere Variante ist, wenn man konservierend arbeitet. Das heißt, die Nachteile einer konservierenden Bodenbearbeitung, die existieren eigentlich aus meiner Sicht nicht. Das heißt, aus meiner Sicht eine ganz klare Unterstützung und Unterstreichung, dass das Ziel weniger Bodenbearbeitung sinnvoll ist, wenn man es kombiniert mit einer artenreichen Fruchtfolge, mit Zwischenfrüchten, eben mit dem Ziel, Bodengesundheit aufzubauen, Bodenfruchtbarkeit aufzubauen. Also, ich hoffe, dass du aus diesen Videos mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.